Falls du noch Haare an den Beinen hast, dann leg dir schon mal den Rasierer bereit, denn die aktuellen Racebikes von Canyon, Specialized, Cannondale oder vielen weiteren Herstellern, die wir dir in dem Video zeigen, sind so heiß, dass du dann auch garantiert Bock hast, das Fell von den Beinen zu nehmen und in CC-Fahrermanier über die Trails zu brettern. Noch nie waren die Racebikes aus dem World Cup breiter aufgestellt als 2024. Noch nie waren die Racebikes besser als in dieser olympischen Saison. Auf Leichtbau getrimmte Kisten mit spartanischen Federwegen, langen Vorbauten und einem Lenkwinkel, der ehrlich gesagt ausgesehen hätte, als wäre man damit mit zu viel Schwung gegen eine Betonwand gefahren, haben CC-Racern auf dem Trail lange Zeit viel Entbehrung abverlangt. Denn mit Fahrspaß hat dieses Fahrradgenre lange nichts zu tun gehabt. Aber der Cross-Country und auch der Marathon-Rennsport haben in den letzten Jahren wirklich einen phänomenalen Wandel hingelegt. Moderne, technisch anspruchsvolle Rennstrecken haben den Sport nicht nur attraktiver für Zuschauer gemacht, sondern verlangen auch vom Material deutlich mehr ab als früher. Das Thema Leichtbau gerät dabei etwas ins Hintertreffen. Denn aktuell ist es wichtiger denn je, dass ein Cross-Country-Racebike sowohl bergauf als auch bergab überzeugt. 120 mm Federweg, eine Teleskopstütze und fette Reifen sind der Status quo, auf den niemand mehr verzichten will. Egal ob Profi oder Hobbybiker. Und das gilt auch völlig unabhängig davon, ob man von einem Hardtail oder von einem Fully spricht. Denn mit so einem Konzept lässt sich's einfach entspannter, sicherer und vor allem mit mehr Spaß über die Trails fahren. Komplett vernachlässigen darf man das Thema Leichtbau aber auch nicht. Und das zeigen auch die Kommentare unter unseren Testvideos. Denn bei Gewichten über 11 Kilo für ein Race Fully fällt die Akzeptanz für so ein Bike rasant ab. Es geht also nicht nur darum, Bikes jetzt mit mehr Federweg, breiteren Reifen und einer Teleskopstütze voll zu pumpen. Vielmehr sind die Hersteller gefragt, die Qualitäten von so einem Race Fully oder Race Hardtail in der Abfahrt in die Höhe zu schrauben und dabei das Gewicht im Auge zu behalten. Und das erste Bike, das wir euch hier vorstellen, legt genau in dem Punkt eine Gratwanderung hin. Denn während die allermeisten Konkurrenten auf eingelenkige Hinterbaukonzepte mit flexenden Sitz- oder Kettenstreben setzen, bleibt Mondraker seinen komplett gelagerten Zero-Suspension-Hinterbau treu und nimmt damit ganz bewusst ein Mehrgewicht in Kauf. Der Vorteil dabei ist, dass die Hinterbaufunktion über den kompletten Federwegsbereich zu 100% berechenbar bleibt. Und den Joker spielt das neue F-Podium auch auf dem Trail. Obwohl das Bike mit 120 mm Federweg an der Gabel jetzt deutlich potenter ist in der Abfahrt als sein Vorgänger, bleibt die Sitzposition auf der sportlichen Seite. Die Kombination aus gutem Hinterbau, der nicht nur sensibel anspricht, sondern auch im letzten Federwegsdrittel noch einen guten Gegendruck liefert und einer exzellenten Geometrie, machen das F-Podium zu einem Bike, auf das man sich selbst auf den rauen Trails vom Finale Ligure verlassen kann. Aber die vielen Lagerpunkte im Hinterbau bringen eben auch Gewicht mit sich. Mit einem Rahmengewicht von knapp über 2100 Gramm ohne Dämpfer ist das Bike kein Leichtgewicht. Und auch das Komplettbike war in der RR-Version für 8.000 € mit 11,5 Kilo über 1 Kilo schwerer als zum Beispiel das Arc 8 Evolve FS, das ebenfalls in der 120 mm Fully-Klasse spielt. Wer die Funktion des Hinterbaus über den absoluten Leichtbau stellt, der hat mit dem neuen Mondraker F-Podium eine Option am Markt, die nicht nur gelungen, sondern auch optisch extrem ansprechend ist. Auch Kendall stellt mit seinem neuen Scalpel die Funktion des Race Fullies über den absoluten Leichtbau. Der Rahmen des neuen Scalpel Fullies ist zwar mit einem Gewicht von unter 2000 Gramm deutlich leichter als der des F-Podiums, das Komplettbike wiegt aber trotz gesalzenem Preis von 9.999 € immer noch 11,4 Kilo. Wie konkurrenzfähig dieser Ansatz ist, beweist nicht zuletzt der World Cup-Sieg von Simon Andreassen auf dem neuen Cannondale Scalpel. Und auch uns hat das Bike auf dem Trail absolut überzeugt. Die Lefty funktioniert, auch wenn man in die Eisel steigt, dank der Nadellager, auf denen sie läuft, perfekt.
Der Hinterbau arbeitet unter Kettenzug so ruhig, dass man sich den Lenker-Lockout auch sparen könnte. Abgesehen von den Fahreigenschaften ist das Kendall Sculpel mit seiner einarmigen Gabel und den ultraflachen Kettenstreben einfach ein Eyecatcher in jedem Startblock. Das Sculpel ist ein modernes Racebike, das mit seiner Top-Geometrie und dem exzellenten Fahrwerk zu überzeugen weiß. In einer ähnlichen Gewichtsregion bewegt sich auch das Canyon Lux Trail. Und auch wenn Lukas Schwarzbauer seine Rennen mit dem Canyon Lux World Cup mit 100 mm absolviert, dürfte das aktuelle Lux Trail, das auf einem komplett eigenständigen Rahmen basiert, mit 120 mm Federweg an der Gabel die bessere Option für die meisten Biker sein. Wir haben das Canyon Lux Trail in der CFR-Version mit 11,4 Kilo an unserer Werkstattwaage gewogen. Und das Erstaunliche dabei ist, dass das Canyon Lux World Cup in der CF8-Version nur 100 Gramm leichter ist. Und dabei muss man nicht nur auf 20 mm Federweg an der Gabel verzichten, sondern auch auf die Teleskopstütze und das Staufach im Unterrohr. Das Canyon Lux Trail in der CFR-Version kostet 6.999 €. Und damit ist es 1.500 € teurer als das Canyon Lux World Cup in der CF8-Version. Das Beispiel zeigt aber, wenn man sich noch nicht im absoluten High-End-Bereich bewegt, lässt sich der Gewichtsnachteil, den eine längere Gabel und eine Teleskopstütze und etwas mehr Federweg im Heck mit sich bringen, mit mehr Budget kompensieren. Dass mit 11,4 Kilo beim 120er Fully noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, zeigt auch der Blick auf unsere Rahmenwaage. Denn mit über 2100 Gramm war auch der Rahmen des Canyon Lux Trail CFR eher auf der schweren Seite. Und wer das nicht akzeptieren will, der hat 3 Optionen. Erstens, man schwenkt um auf ein Hardtail. Zweitens, man verzichtet ganz bewusst auf Federweg oder Features. Oder drittens, man dreht sich auf den Rücken und stellt beim Händler seines Vertrauens einen Blankoscheck aus. Und vor allem der erste Punkt dürfte für viele Biker eine willkommene Option darstellen. Denn das Rose PDQ macht den Ansatz mit 120 mm Federweg und der Teleskopstütze gerade auch bei den Hardtails salonfähig. Und im gleichen Preisbereich wie die Fullies, die wir euch schon vorgestellt haben, ist das Bike mit 10 Kilo einfach 1,5 Kilo leichter. Und das ist natürlich schon ein ganz schöner Batzen. Im Single Trail bergab kommt mit dem Rose PDQ ein wirklich sicheres und vor allem verspieltes, spaßvolles Fahrgefühl auf. Denn durch die Teleskopstütze hat man einfach mehr Bewegungsfreiheit auf dem Bike und so lässt sich das Bike herrlich verspielt durch die Trails zirkeln. Und ganz ehrlich, da sieht jedes 100 mm Race Hardtail alt dagegen aus. Die zweite Option, um beim Gewicht unter 11 Kilo zu kommen, liegt in der Strategie, an gewissen Features zu sparen. Und genau diese Strategie fährt die junge Schweizer Firma Arc8 mit dem Evol FS. Denn das Bike verzichtet auf ein Staufach im Unterrohr oder sogar einen Lenkanschlagsbegrenzer, den andere Bikes, wie zum Beispiel das Lux Trail, hat. Der Hinterbau kommt nicht nur mit leichten Flexstreben daher, sondern verzichtet zusätzlich auch auf einen Umlenkhebel mit Industrielagern. Stattdessen läuft der Dämpfer auf einer filigranen Gleiterkonstruktion. So drücken die Schweizer das Rahmengewicht in ihrer ganz frisch überarbeiteten Version des Evolve Fullies auf unter 1600 Gramm. Das Komplettbike schafft es mit 120er Gabel und Teleskopstütze auf ein Gewicht von 10 Kilo ohne Pedale, beim Preis von 8.999 €. Und da muss man wirklich den Hut zücken. Im Gelände spricht der Hinterbau mit der außergewöhnlichen Konstruktion sehr gut an. Da waren wir wirklich überrascht. Vor allem in der zweiten Federwegshälfte war das Heck des Arc8 Fullies aber etwas störrisch. Hier waren andere Bikes, wie zum Beispiel das Mondraker F Podium, deutlich komfortabler. An die Kombination aus super kurzen 30 mm Vorbau und 490er Reach muss man sich als CC-Fahrer erst gewöhnen. Die Lenkung ist super direkt. Wirklich gut funktioniert das aber erst bei hohem Tempo. In ganz engen Kehren, die man auf einem CC-Kurs ja oft mal hat, muss man wissen, wie man das Bike mit einem flachen 65 Grad Lenkwinkel manövrieren muss. Das Arc8 Evolve FS holt sich zwar die Leichtbaukrone unter den 120er Fullies, schafft es aber nicht ohne Abstriche auf dem Trail. Wer 120 mm Federweg und eine Teleskopstütze beim Race Fully will, aber nicht bereit ist, beim Gewicht Kompromisse einzugehen, der findet mit dem Arc8 Evolve FS das richtige Rad. Die dritte Option, um Gewicht zu sparen, ist, die Schleusen im Portemonnaie vollkommen zu öffnen. Und wer dazu bereit ist, der bekommt auch einen Klassiker unter den Racebikes, nämlich das Scott Spark RC, in einem Gewichtsbereich von unter 10,5 Kilo. Prestigetechnisch hat Specialized dem einstigen Star in der Manege aber den Rang ordentlich abgelaufen. Denn das neue Epic 8
war nicht nur bei den ersten World Cup Rennen schneller, sondern hat uns auch auf der technischen Ebene vollkommen überzeugt. S-Works Epic 8 punktet nicht nur mit einem vollautomatisch funktionierenden Fahrwerk, sondern auch mit einem Wattmesser ab Werk und exzellenten Fahreigenschaften auf dem Trail. Und das bei einem serienmäßigen Komplettgewicht von 10,4 Kilo. Die Grundlage dafür legt der superleichte Rahmen. Das Rahmengewicht ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass man beim neuen Epic ein Staufach, einen Lenkanschlagsbegrenzer und ein geschraubtes BSA-Tretlager hat. Und das sind allesamt Features, die etwas mehr Gewicht mit sich bringen. Im Praxistest lässt das neue Epic S-Works weder bergauf noch bergab irgendwas anbrennen. Sogar auf rauen Trails behält das Bike stets die Kontrolle. Eine gehörige Portion vom Ruhm des neuen S-Works geht auch auf das Konto von RockShox. Mit dem neuen Flight Attendant Fahrwerk schaffen es die Fahrwerkspioniere erstmals, ein elektronisches Fahrwerk zu etablieren, das völlig autark arbeitet und dem mechanischen Pendant deutlich überlegen ist. Denn das Fahrwerk regelt nicht nur schneller, als man das als Mensch tun würde, sondern kann auch Heck und Front unterschiedlich ansprechen. In unseren Augen ist das elektronische Flight Attendant Fahrwerk für einen ambitionierten Cross-Country-Fahrer ein echter Gamechanger. Und wem die Details zu dem selbstlernenden System interessieren, für den haben wir unten in der Videobeschreibung ein separates Video nur über dieses Fahrwerk verlinkt. Wer bereit ist, 14.000 € für ein Racebike auszugeben, für den gibt es materialtechnisch an der Startlinie keine Ausreden mehr. Denn das Specialized S-Works Epic 8 ist nicht nur ein kompromissloses Bike, sondern in unseren Augen auch das beste Racebike, das man sich aktuell kaufen kann. Der Trend zu mehr Federweg und einer Teleskopstütze hat der aktuellen Entwicklung von Racebikes neues Leben eingehaucht. Und die aktuellen Bikes, die wir euch in dem Video gezeigt haben, sind wirklich besser denn je. Klar ist aber auch, die Industrie lässt sich aktuell diesen Trend teuer bezahlen. Keines der Fullies aus diesem Video hat unter 7.000 € gekostet. Und das ist schon eine Ansage. Wer ein wirklich leichtes, modernes 120er Race Fully will, der verlässt ruckzuck den vierstelligen Preisbereich. Und wer dazu nicht bereit ist, der fährt aktuell mit einem Hardtail am besten. Oder man wartet einfach ab, bis die Top-Technologien von den Fullies, die wir euch in dem Video gezeigt haben, in bezahlbare Preisregionen durchsickern.